Das ist oft ein langer Prozess des Wartens, darf man nicht ungeduldig werden. Und wenn das Bild dann ganz klar ist, kann ich beginnen. Es gibt zwei verschiedene Gestaltungsprozesse. Ein Teil der Künstler oder Künstlerinnen, die haben eine vage Idee. Es formiert sich etwas, aber man weiß es nicht genau. Und in dieser Haltung gehen sie zur Leinwand oder zum Papier und versuchen, das irgendwie zu konkretisieren. Ja? Machen einen Strich, ups, ist das richtig? Das. Also ein Kampf beginnt eigentlich. Ja? Also es gestaltet sich etwas, aber man ringt und aha, jetzt kommt das und das wollte ich eigentlich, nein, das nicht. Und so. Also ein langer Weg, bis entweder man scheitert oder jetzt ist es, jetzt habe ich es. Während bei mir ist das ganz anders. Es ist keine Wertung, sind zwei verschiedene Gestaltungsprozesse. Ich beginne nie, bevor ich nicht ein glasklares Bild in mir habe. Hat natürlich schon auch damit zu tun, mit den Materialien, die ich verwende. Zum Beispiel Plexiglas. Wenn ich da jetzt von mir ein Stück habe und sage, so, jetzt möchte ich eigentlich den Rollstuhl machen und so, und jetzt biege ich das. Und dann, oh Gott, nein, das ist ja nicht richtig gebogen. Oh, jetzt muss ich wieder ein Stück kaufen und kann es wegschmeißen und so. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ne? Da fällt mir auch der Michelangelo ein, die Pietà in Rom. Ein Traum. So eine schöne Skulptur, es ist unglaublich. Und wenn der so wie ein Berserker hingegangen wäre, so jetzt mache ich was, klopft drauf, ja, und ein Eck ist weg und oh Gott, da hätte eigentlich die Hand hingehört. Also das ist keine Zugangsweise, also der war sicher voller Figur innen, bevor der sich dem Stein genähert hat, und dann ist das herausgekommen, ganz locker, weil er genau gespürt hat, die Dimensionen, den Ausdruck, alles. Und ich mache es auch, ich bin auch frecherweise eine Michelangela. Na, also ich gehe auch so, ich warte, das ist oft ein langer Prozess des Wartens, darf man nicht ungeduldig werden. Und wenn das Bild dann ganz klar ist, kann ich beginnen. Und dann weiß ich oft, wenn es ein größeres Projekt ist, dass ich jetzt, oh Gott, jetzt kann ich ein ganzes Jahr schwer arbeiten. Und wenn das aber fertig ist und ich das dann anschaue, dann kommt schon ein Gefühl der Befriedigung, aber ganz kurz nur, ja. Es ist total deckungsgleich mit den ursprünglichen Bildern mir. Wenn das so ist, und meistens bin ich natürlich zufrieden, aber leider Gottes nur eine Minute, weil dann schon wieder das nächste kommt. Also genießen, tu es vielleicht jetzt, wenn es in der Ausstellung ist.